Astralreisen, außerkörperliche Erfahrungen, Shared Dreams. Wir haben jetzt über 100 Jahre Forschung zu außersinnlicher Wahrnehmung und es konnte kein Nachweis erbracht werden, dass es das alles wirklich gibt. Trotzdem gibt es immer noch Institute, parapsychologische. Es gibt sehr viele Videos im Internet, Literatur und in den Foren. Wie ist das aber zu erklären? Ich meine, wir haben jetzt die Forschung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die ganzen Berichte. Wie kann man das zusammenbringen? Ich werde zwei Perspektiven interviewen, könnte man sagen, um einfach das fortzuführen, an welchem Punkt die Diskussionen scheitern. Und auch was die Gründe dafür sind, warum Leute dran glauben, warum Leute nicht dran glauben und wie gut diese Gründe sind. Und letztendlich auch, was wir daraus als Gesellschaft lernen können oder müssen. Ja, und zu Beginn interviewe ich erstmal die esoterische Seite. Klaus ist ein spiritueller Meister, veröffentlicht Bücher, macht Workshops, Seminare, YouTube-Videos. Klaus. Zuerst einmal würde ich gerne wissen, wie du auf das Thema gekommen bist, ja, wie du zu deiner Überzeugung gekommen bist, dass diese Phänomene real sind. Dann würde ich gerne wissen, wie du die eigentlich unterscheidest von normalen Träumen. Ja, und wie bist du eigentlich zu der wissenschaftlichen Forschung eingestellt? Es wurde kein Beweis erbracht. Wie stehst du dazu? Ja, ich habe vor 30 Jahren ungefähr die Krebsdiagnose bekommen. Und das hat mich in eine sehr schwere Krise geworfen. Ich habe mich intensiv mit meiner Sterblichkeit auseinandersetzen müssen. Und in dieser Zeit habe ich meine ersten Astralreisen, meine ersten außerkörperlichen Erfahrungen erleben dürfen. Die haben mir gezeigt, dass die Seele unabhängig vom Körper existiert und dass es eine Welt gibt, die so viel größer ist als unsere bekannte materielle Welt. Und diese große geistige Welt gilt es zu erkunden, um unser Bewusstsein auf eine höhere Stufe zu bringen. Du löst dich von deinem Körper ab und befindest dich erst einmal in dem Schlafraum, wo du dann auch den schlafenden Körper sehen kannst. Damit starten die außerkörperlichen Erfahrungen üblicherweise, während ein Klartraum sich in der Fantasieumgebung befindet. Ich meine, man kann auch vom Klartraum aus in die Außerkörperlichkeit kommen. Aber der wirkliche Unterschied ist, dass du spürst, wie sich das Bewusstsein von deinem Körper ablöst. Und dieses Bewusstsein ist sehr viel höher. Eine echte Person oder auch ein Wanderer aus einer anderen astralen Ebene erkennt man daran, also man spürt ihn. Man spürt seine Anwesenheit, seine Präsenz. Man spürt, dass da ein eigenes Bewusstsein ist. Es fühlt sich ganz anders an. Man könnte schon fast sagen, man sieht ein gewisses Leuchten in dieser Person, das man so bei einer Traumfigur nicht wahrnehmen kann, die einfach matt ist, die einfach trüb ist, einfach ein Statist ist. Man kann sich natürlich anschauen, was in der Wissenschaft dazu untersucht wurde. Man muss aber bedenken, das sind Erfahrungen, die man selber machen muss. Das sind Bewusstseinsphänomene, die sich nicht messen lassen in der externen Welt, sondern die sich erforschen lassen in der inneren Welt. Und tatsächlich gibt es aber auch in der Wissenschaft tatsächlich Studien, die beweisen, dass es zumindest Hinweise auf paranormale Phänomene gibt, und zwar starke Hinweise. In den Ganzfeldexperimenten wurde das zum Beispiel festgestellt, soweit ich das weiß. Es gibt ja auch sehr viele Berichte, ja, auch von Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten. Das wurde auch bestätigt von Ärzten, die anwesend waren und die bestätigen konnten, ja, die Person hat etwas erfahren, was hier in einem Operationssaal vor sich gegangen ist und so weiter. Und solche Berichte gibt es viele. Ich selbst habe auch in meinen außerkörperlichen Erfahrungen Zugang zu Informationen erhalten, die ich so gar nicht hätte wissen können. Und ich bin auch Personen begegnet,
die im Nachhinein, ja, im Wachleben, diese Erfahrungen bestätigen konnten. Wir haben über unsere Träume gesprochen und da hat sich dann gezeigt, dass es sehr viele Parallelen gab. Und solche Berichte gibt es sehr viele. Die werden einfach von Wissenschaftlern und Skeptikern ignoriert oder als Zufall hingestellt. Aber wenn man das erfahren hat, wenn man das selber erfahren hat, dann weiß man, dass sowas gar kein Zufall sein kann. Bevor wir hier weitermachen, möchte ich einmal die nächste Perspektive vorstellen, aus der Wissenschaft, aus der Philosophie. Ich möchte von dir erst einmal, Cora, wissen, ja, wie bist du auf deine Ansicht gekommen, wie bist du auf die wissenschaftliche Perspektive gekommen und natürlich das, was wir jetzt von Klaus gehört haben, die intuitive Erforschung von Astralreisen oder von Außerkörperlichkeit und so weiter, die Kritik an der wissenschaftlichen Methode. Was hältst du davon? Ja, in meiner Jugend habe ich mich natürlich auch für paranormale Phänomene interessiert. Einfach, ja, was man sich so als Jugendliche eben erträumt. Aber ich war eigentlich schon immer irgendwie unzufrieden damit, dass Leute sich Sachen sehr schnell zurechtlegen, so wie es ihnen passt, sondern mir war es immer wichtig, den Dingen auf den Grund zu gehen. Ich kenne die Psyche und ihre Mechanismen, deswegen weiß ich, dass man so vieles dadurch erklären kann. Und ich kenne Statistik. Mich interessiert jetzt nicht so sehr, gibt es irgendwas Paranormales, sondern mich interessiert mehr die Frage, warum glauben Menschen daran? Und interessant ist ja, dass der Klaus ja eben von der Wissenschaft gesagt hat, dass sie nicht geeignet ist, um überhaupt so etwas zu untersuchen. Gleichzeitig hat er aber ja doch wissenschaftliche Studien am Rande zitiert. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, dass nämlich ganz gerne gesagt wird, ja, die Wissenschaft, kann man nicht wissenschaftlich erforschen, aber wenn da irgendwas in der Wissenschaft instrumentalisiert werden kann für das eigene Weltbild, dann wird das schon ganz gerne hergenommen. Lass uns mal auf die gesamte Forschungslage schauen und da sehen wir, dass in der Parapsychologie sehr viele Studien gemacht wurden, die methodisch nicht so gut sind. Also es gibt auch Fälschungen von Daten, das sind jetzt aber sicherlich nicht, das sind sicherlich Ausnahmen. Ja, ich sehe da oben gerade die Meisen. Trotzdem gibt es ja sehr schlechte Methodik in diesen Studien, wie zum Beispiel eine fehlerhafte Verblindung. Und eine Verblindung ist ja eigentlich das A und O, vor allem bei parapsychologischer Forschung, wo man ja ausschließen will, dass die Leute auf anderem Wege an Informationen gelangen. Ja, es gibt natürlich auch Studien, die sind einigermaßen wasserdicht gemacht, aber hier wird ja das herausgepickt, was einem gefällt. Und es steht ein starker Kontrast zu der Mehrzahl an Studien, die keine positiven Ergebnisse erbracht haben. Und das Problem führt sogar so weit, dass nur Studien publiziert werden, die auch ein positives Ergebnis bringen. Und in der Wissenschaft ist Reproduzierbarkeit ja enorm wichtig, weil immer in jeder Studie, in jedem Wissenschaftsgebiet, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, mit der falsch positive Resultate kommen. Und diese Wahrscheinlichkeit muss man berechnen. Und dann muss man eben auf die Mehrzahl der Studien achten. Es gab ja militärische Forschung zu dem Thema in der Vergangenheit. Nicht umsonst haben die aufgehört, das zu erforschen, weil es sich einfach nicht mehr gelohnt hat, da es keine Hinweise darauf gab, dass es das wirklich gibt. Unter anderem wurde auch in verschiedenen Studien festgestellt, dass die Personen, die an paranormale Phänomene glauben, einen Hang dazu haben oder eine fehlende Fähigkeit haben, Wahrscheinlichkeiten richtig einzuschätzen. Das heißt, die sehen ganz gerne Muster in Zufälligkeiten, die gar keine Muster sind. Und dieses Phänomen findet man natürlich noch viel mehr, wenn es nicht um Studien geht, sondern um ganz normale alltägliche Erlebnisse, die überhaupt nicht irgendwie kritisch untersucht werden. Ich meine, es gibt verschiedene Biases, die hier relevant sind, zum Beispiel die selektive Wahrnehmung, wie eben schon anhand der Studien gezeigt.
Da schaut man dann in seinem Traumbericht eben die Dinge durch, die irgendwie zu dem Ergebnis passen, das man ganz gerne hätte. Und alles, was nicht dazu passt, wird dann eben ausgeklammert. Ja, ein anderes Problem ist ja zum Beispiel, dass auch Erinnerungen angeglichen werden, vor allem wenn man sich von den Träumen erzählt, gegenseitig dann und beweisen will, dass es jetzt ein Shared Dream war. Abgesehen mal vom Zufall, vom reinen Zufall, der nicht als solcher gesehen wird, gibt es ja so viele Erklärungsmöglichkeiten, die einfach noch gar nicht mal gesucht werden, wie zum Beispiel, es ist doch ziemlich klar, wenn ich mit meiner Partnerin sehr viel Zeit zusammen verbringe und sie sehr gut kenne, dass ich auch öfter mal von ihr träume und sie von mir. Es ist auch naheliegend, dass wir uns so gut kennen, dass wir uns auch im Traum gegenseitig einigermaßen realistisch darstellen. Ebenso ist es natürlich auch so, dass unser Hintergrundwissen, nicht nur das Bewusste, sondern auch alles, was wir unbewusst irgendwo mal aufgeschnappt haben, ganz gut manchmal in der Lage ist, Informationen, die wir nicht haben, trotzdem irgendwie zu rekonstruieren, dass wir einschätzen, wie zum Beispiel die Zukunft werden wird anhand dessen, was wir eben schon wissen, dass wir eine andere Person ganz gut einschätzen können anhand des nonverbalen Verhaltens von ihr. Und solche Fähigkeiten sind ja gute Fähigkeiten, aber wenn man das dann gar nicht versucht, über die normalen psychologischen Vorgänge zu erklären, dann haben wir eben den Bias. Wenn man jetzt partout nicht damit zufrieden ist, einfach nur die Forschungslage so hinzunehmen, sondern ganz gerne, wie der Klaus schon gesagt hat, eigene Erfahrungen machen möchte, dann ist das ja auch in einem geringen Umfang durchaus möglich, das auch kritisch hier ein Experiment durchzuführen für sich persönlich. Nehmen wir zum Beispiel mal außerkörperliche Erfahrungen. Wenn wir jetzt verhindern wollen, dass im Vorhinein, dass unser Glaube, den wir im Vorhinein haben, später einfach so bestätigt wird, weil wir vage Ergebnisse haben, die wir interpretieren können, wie wir möchten, dann müssen wir also am Anfang schon festlegen, was ist denn überhaupt ein Treffer und was ist kein Treffer. Wir dürfen hier keine Wahrheit haben. Und da ist es zum Beispiel möglich, dass wir uns einfach ein Set aus Symbolen auswählen. Wird ein Symbol von diesem Set platziert an einem Ort, wo der Proband keinen Zugang zu hat und er darf nichts davon wissen. Und dieser Proband wird dann einfach, wenn er die Fähigkeit dazu hat, in der nächsten Außerkörperlichkeit, die er induziert, dorthin schweben und sich das Symbol anschauen, das dann nach dem Aufwachen aufschreiben und dann wird das abgeglichen mit dem tatsächlich dort liegenden Symbol. Ja, und dann dokumentiert man einfach sauber alle Treffer und Nichttreffer und berechnet die Wahrscheinlichkeiten. Da muss man natürlich sich so weit mit Statistik auskennen, es ist nicht allzu schwierig, dass man hier auch Signifikanzniveaus berechnen kann, um zumindest zu wissen, wie viele Versuchsdurchläufe brauchen wir überhaupt, um hier aussagekräftige Ergebnisse zu haben. Naja, eine Verblindung ist hier nicht wirklich möglich, eine Kontrolle von externer Seite ist auch nicht wirklich möglich. Aber wenn man das so für sich machen will und es ernst meint, kann man das durchaus versuchen. Man sollte Bias und Zufallstreffer vermeiden, indem man ein kritisches Forschungsdesign aufstellt. Spricht, denke ich, erstmal nichts dagegen. Was hältst du davon, Klaus? Ja, die kritische Methode, das klingt alles sehr schön und das funktioniert sicherlich auch in einigen Wissenschaftsbereichen. Aber man muss dazu eben auch bedenken, dass die Astralebene und die astrale Erforschung keine exakte Wissenschaft ist. Was dort passiert, das lässt sich nicht 1:1 übertragen auf die Wirklichkeit. Und vor allem handelt es sich hierbei auch um Fähigkeiten, die man erlernen muss. Ja, und hier muss man auch kleine Erfolge schon wahrnehmen und unterstützen. Und so eine Unterstützung findet nicht statt, wenn wir das alles anzweifeln und alles als Zufall hindrehen.
Und auch wenn der Proband in einer Studie dran glaubt, aber der Wissenschaftler nicht, dann hindert das auch. Dann behindert das auch seine Fähigkeiten. Man muss ja auch mal die Frage so rumstellen, wurde in all den Forschungen jemals widerlegt, dass es außersinnliche Wahrnehmung gibt? Das konnte nicht widerlegt werden. Und das alles als Zufall zu erklären, das ist eben auch ein Dogma, ein Weltbild, das auf dem basiert, was wir als Kinder lernen, was uns beigebracht wird, dass es eben nur diese materielle Welt gibt. Aber die wissenschaftliche Methode, alles empirisch zu überprüfen, die kommt eben nur so weit. Wir müssen, wenn wir uns mit Bewusstseinsphänomenen auseinandersetzen, das habe ich ja schon gesagt, nach innen wenden und im Inneren erforschen. Der Fairness halber muss man erst einmal sagen, dass Cora hier davon gesprochen hat, dass Zufallstreffer nur dann als Zufall interpretiert werden, wenn sie innerhalb von dem statistisch zu erwartenden Bereich liegen. Alles, was darüber hinaus geht, wird da eben nicht als Zufall interpretiert, sondern braucht man eine andere Erklärung. Ja, Cora, aber du hast dich jetzt noch nicht dazu geäußert, was du von der intuitiven Methode hältst, die Klaus hier beschrieben hat. Oh, die Introspektion ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Methode zur Selbsterkenntnis. Aber sie ist ja kein Maßstab, kein valider Maßstab zur Beurteilung von Wahrheiten, insbesondere von Wahrheiten, die ein Urteil über die äußere Welt beinhalten. Um das zu zeigen, möchte ich ganz gerne mal ein Beispiel bringen, das ich Wittgensteins Uhr nennen möchte. Sagen wir stellen uns eine Uhr vor. Wir können zum Beispiel meditieren oder einschlafen und träumen von einer Uhr. Und wir wollen uns hier eine Uhr vorstellen, die die aktuelle Zeit anzeigt, die auch in der Wachwelt vorherrscht. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir unsere Introspektion, unsere Intuition befragen. Ist diese Uhrzeit, die wir jetzt im Traum, in der Meditation wahrnehmen, ist das die echte Uhrzeit? Und unser Gefühl kann uns sagen, ja, fühlt sich echt an. Man kann sich auch total überzeugt sein davon, dass das jetzt die echte Uhrzeit ist. Aber die einzige Möglichkeit, um festzustellen, ob es wirklich die echte Uhrzeit ist, ist ja, indem man aufwacht und auf die Uhr schaut. Das heißt, der Maßstab befindet sich in der äußeren Welt und meine Intuition kann vielleicht richtig liegen, aber sie kann sicher nicht selbst die Bescheinigung ihrer eigenen Unfehlbarkeit geben. Sie kann mir so viel sagen, wie sie will, dass sie richtig liegt. Ich muss es trotzdem extern überprüfen. Und wenn wir jetzt von Außersinnlichkeit sprechen, wenn wir sagen, es gibt außerkörperliche Erfahrungen, es gibt Shared Dreams, es gibt präkognitive Träume, dann finden hier Aussagen statt, die etwas über die äußere Wirklichkeit sagen. Und zwar insofern, dass hier ja ein gewisser Informationsfluss oder eine Aneignung von Informationen behauptet wird, die sich dann ja auch in der Welt manifestieren würde und eben auch nachweisen lassen. Das Äußere und das Innere sind ja nicht voneinander getrennt. Das ist ja schon das grundfalsche Dogma, das wir beigebracht bekommen. Der Glaube, der kollektive Glaube erschafft die Wirklichkeit. Und wir leben nun mal in einer Welt des Zweifels, einer Welt des kollektiven Glaubens an den Materialismus. Und wer daran glaubt, wird natürlich auch keine außersinnlichen Wahrnehmungen machen können. Dieser Glaube wurde aber ja auch nicht durch die Wissenschaft gewonnen, sondern der war schon von Anfang an da. Die Logik sowie die Sprache sind ja Erfindungen der Menschen. Das heißt, dass die tiefe Wahrheit jenseits von der Logik liegt und jenseits vom Denken. Wir müssen uns in tiefere Zustände versetzen unseres Bewusstseins und dort erfahren wir etwas mehr von der Wahrheit, weil alles, was in Konzepten stattfindet, eben diese Trennung, die Illusion der Trennung befördert. Und das müssen wir aufbrechen,
Es gibt Erfahrungen in mystischen Zuständen, die unzweifelbar sind. Da hat der Zweifel gar keinen Platz, keine Anwendung mehr. Und in einem solchen Zustand erlebst du die Auflösung dieser Trennung. Und dann kannst du auch nichts mehr abgleichen, weil es da nichts zum Abgleichen gibt. Und diese tiefen Versenkungszustände, davon berichten ja die Mystiker aller Religionen und Zeiten. Und neuerdings sogar in ganz langsamen Schritten begreift auch die Quantenphysik. Ach komm, die Quantenphysik? Ernsthaft? Ich meine, selbst die Quantenphysiker verstehen nicht wirklich die Implikationen der Quantenphysik. Und du willst jetzt die Quantenphysik für dein Argument instrumentalisieren. Da muss ich mal eben einhaken. Klaus, du sagst, dass die Erfahrung Maßstab für Wahrheit ist. Aha. Und als Begründung dafür gibst du an, dass du es so erfahren hast. Mhm. Ist das nicht zirkulär? Also begründest du nicht das, was in Frage steht, mit sich selbst? Ich habe ja schon gesagt, dass die Logik nicht die absolute Wahrheit ist. In der Wissenschaft gibt es immer Szenarien, die ein Modell widerlegen können und wo dann auch ein Paradigmenwechsel stattfinden würde, wenn man jetzt zum Beispiel belastbar nachweisen würde, dass es tatsächlich Außersinnlichkeit gibt. Und das Problem ist jetzt, bei Personen, die von paranormalen Erlebnissen richtig überzeugt sind, scheint es keine Szenarien zu geben, die sie vom Gegenteil überzeugen könnten. Natürlich ist ein Reduktionismus auf Materie, man sagt, alles ist Materie, alles Geistige ist Materie, ist total angreifbar. Genauso wie wenn man jetzt rationalistisch sagt, Emotionen spielen keine Rolle, zum Beispiel beim Erkenntnisprozess gibt es wirklich nur die Logik. Aber wenn ich vom Äußeren, vom Inneren spreche, dann ist das einfach ein sprachpragmatischer Ansatz. Es entspricht unserer Lebenswirklichkeit, dass wir unsere Psyche auf der einen Seite haben und die materielle Welt auf der anderen Seite. Es mag sein, dass das eine mehr oder weniger künstliche Trennung ist, trotzdem macht diese Unterscheidung ein Stück weit Sinn. Wenn man jetzt aber mal annehmen würde, dass es diese Trennung gar nicht gibt, dass alles irgendwie aus unserem Geist entsteht, auch in dieser Situation würden in der Wirklichkeit, die dann halt eine illusionäre Wirklichkeit ist, aber in dieser Illusion würden dann trotzdem Dinge passieren, wie zum Beispiel, wenn jemand sagt, er kann Telekinese, dann würden Sachen schweben. Ne, also man würde diese ganzen paranormalen Phänomene belastbar sehen können, wahrnehmen können. Das heißt, es würde überhaupt nichts ändern an dem Argument, dass der Maßstab, um zu beurteilen, ob in so einer Wirklichkeit was auch immer möglich ist, dass dieser Maßstab eben in der Wirklichkeit liegt und nicht in meiner eigenen Vorstellung. Ich will den Menschen auch nicht ihre Erfahrungen absprechen. Die haben das sicherlich wirklich erfahren, wovon sie berichten. Das Problem ist, dass wir eigentlich nie eine rohe Erfahrung zu Handen haben, sondern das immer in irgendeiner Weise einordnen. Und wenn jetzt gesagt wird, das ist eine paranormale Erfahrung oder es ist eine mystische Erfahrung, dann ist das auch eine Einordnung. Ja, sagen wir, wenn es so wäre, die Welt ist eine Illusion und jemand durchschaut diese Illusion und durchbricht diese Trennung zwischen Außen und Innen und ist dann zum Beispiel in der Lage, telepathisch Kontakt zu jemand anderem aufzunehmen, weil es ja gar keine Trennung mehr gibt, dann müsste das ja trotzdem beobachtbar sein. Da das eben nicht beobachtbar ist, zumindest jetzt nicht belastbar beobachtbar, kann man davon ausgehen, dass die Erfahrung zwar vielleicht real gewesen ist, aber die Interpretation dieser Erfahrung wohl falsch gewesen sein muss. Und das Problem ist eben, wenn Menschen anfangen, ihre Überzeugtheit, wenn sie diesen Fehlschluss begehen, zu sagen, eine starke Überzeugtheit würde automatisch bedeuten, dass da gar kein Zweifel möglich ist und dass sie hier fundiertes Wissen haben. Das ist natürlich Quatsch. Also es gibt sehr viele alltägliche Beispiele, wo man festgestellt hat, man hat sich in seiner Überzeugtheit grundsätzlich geirrt.
wenn Personen sowas nicht mehr feststellen können, wenn sie trotz Gegenbeispielen bei ihrer Überzeugtheit bleiben, dann spricht man normalerweise vom Realitätsverlust. Und wenn jetzt die Welt des Faktischen zum Beispiel ganz grundsätzlich geleugnet wird und sich auch gegen die Logik gewendet wird, mit Aussagen wie, das ist alles nur in Erfahrung sichtbar und erkennbar, dann verlässt man tatsächlich auch die Ebene von dem logischen Diskurs und schottet sich von Gegenargumenten ab. Und da ist dann auch kein Weiterkommen. Halten wir doch einfach mal fest, dass es für manche Menschen wichtiger ist zu glauben und für andere wichtiger ist, kritisch zu überprüfen. Aber wenn wir das einfach erstmal so hinnehmen, stellt sich doch die Frage, warum wollen manche Menschen etwas glauben, zu dem es ja faktisch und auch logisch keine guten Begründungen gibt? Was macht den Reiz des Paranormalen aus? Warum wollen manche Menschen glauben? Und dann natürlich auch die Frage, wie sollen wir damit umgehen? Sollen wir sie nicht einfach glauben lassen, wenn es sie glücklich macht? Ich meine, die Erkenntnis, dass unsere Sprache und die Wirklichkeit, vor allem auch die gesellschaftliche Wirklichkeit, sehr beschränkt sind, ist ja nichts Überraschendes. Und es ist nachvollziehbar, dass man dann eine Sehnsucht entwickelt, aus dieser Beschränktheit herauszukommen. Ja, und dann werden Ideen entwickelt von einer ultimativen Freiheit, die man dann eben zum Beispiel finden kann in der Außersinnlichkeit, in der Telepathie findet man Zugang zu einer Verständigungs- und einer Verbundenheitsebene, die durch die Sprache scheinbar nicht möglich ist. Oder man findet eben Zugang zu einer körperlichen Freiheit, also einer Freiheit vom Körperlichen, weil man sich auch in seiner körperlichen Welt eingeschränkt fühlt. Ebenso gibt es einen starken Bedarf, wenn man in einer Krisensituation ist, wenn man zum Beispiel mit dem Tod konfrontiert ist, sei es der eigene Tod, sei es der Tod Angehöriger oder im Allgemeinen das Leben keinen Sinn mehr zu machen scheint, dann haben wir hier natürlich spirituelle Weltbilder als Beispiel, ja, als eine Möglichkeit, um hier wieder einen Sinn hineinzubringen, weil da wird einfach ein kosmischer Plan angeboten, da wird allem irgendwie eine Bedeutung gegeben, da gibt es dann quasi nicht mehr diese Erfahrung von dieser schwerwiegenden Sinnlosigkeit. Und die paranormalen Erlebnisse, die bilden quasi so ein klein bisschen auch ein Kit für diese spirituellen Weltbilder, weil man dadurch sagen kann, ich habe ja erfahren, dass dieses Weltbild wahr ist. Seit der Zeit der Moderne gibt es eigentlich einen sehr großen Bedarf an Selbsterfahrung, weil die Welt sehr entfremdet geworden ist und sehr kompliziert und komplex geworden ist und auch einen starken Bedarf am Rückzug. Und da dienen eben auch einfache Weltbilder als Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Und diese Selbsterfahrung wird auch durch diese mystischen Erfahrungen zum Beispiel, durch diese astralen Wanderungen und so weiter ermöglicht. Und hier geht es dann ja auch immer um die Idee einer Selbstentwicklung. Und man kann sich auch ein bisschen als was Besonderes wahrnehmen, weil man Zugang hat zu einem Wissen, das wirklich nur einer kleinen Gruppe an Menschen zur Verfügung steht. Und man befindet sich so auf einer Mission, etwas zu erforschen und auch voranzubringen, wie so ein Pionier, der den gesellschaftlichen Wandel, der ansteht, voranbringt. Die Problematik, die besteht vor allem darin, wenn sich Menschen ganz grundsätzlich anfangen, dem logischen Denken oder der wissenschaftlichen Forschung zu verweigern, dann kann die Gesellschaft auch sehr schnell in die Barbarei zurückverfallen. Und Personen, je nachdem, welche Vorprägung sie haben, werden dann auch anfällig für zum Beispiel alternative Heilverfahren, die das Leben von Menschen gefährden können, für Personen, die ihnen das Geld aus der Tasche ziehen wollen, für gefährliche Sekten oder für rechtsextreme Verschwörungstheorien. Ja, so weit kann das ja gehen, so weit geht das auch. Sicherlich nicht bei allen. Aber auch bei Personen, die einfach nur glücklich zusammensitzen in so einer Runde, in so einer Gemeinschaft von Menschen, die der Überzeugung sind, hier ist so eine Art
kosmische Liebe gerade am Werk, die alle miteinander verbindet auf telepathische Art und Weise. Jeder hat die Vorstellung vom anderen, die er sich so einbildet. Man denkt, man empfängt irgendwelche Gefühle von der anderen Person. Und wenn das nicht mehr kritisch abgeglichen wird, dann wird wirklich das Gegenteil von dem erreicht, was man sucht, nämlich Verbundenheit. Die Entfremdung wird eigentlich nur maskiert. Weil wenn hier die Sprache entweder ausgeklammert wird, nicht mehr so wichtig ist, oder in so einer total blumigen, poetischen Sprache mit Worthülsen, wie man sie von Facebook kennt, da findet dann ja eigentlich nur noch ein gegenseitiger Monolog statt und keine wirkliche klare Kommunikation. Auch das Verständnis des Psychischen leidet darunter, wenn man jetzt irgendwelche vereinfachten und philosophisch überhaupt nicht haltbaren Theorien aufstellt über die Psyche, die irgendwie so ähnlich konstruiert wird wie ein Körper, nur ein immaterieller Körper, und dann gibt es 7 verschiedene Körper und so. Wenn dann in den vergangenen Leben nach irgendwelchen Erklärungen für die aktuelle Situation gesucht wird oder gesagt wird, ich bin ein kosmisches Wesen, ich bin zeitlos, ich bin total frei von meiner Biografie. Die Charakterentwicklung durch die Prägung aus der Kindheit vor allem zu verstehen, die Aufarbeitung der eigenen Biografie zu verstehen, das wird alles dann ausgeklammert. Klar funktioniert sowas wie Trance-Reisen und über Gefühle sprechen und so weiter, aber das ist halt sehr beschränkt, wenn das nicht abgeglichen wird mit der Wirklichkeit, wo es wirklich auch um Erklärungen geht, wo es um Ursachenforschung geht. Das kann dann auch dazu führen, und das kann man durchaus auch beobachten auf solchen, sage ich mal, in spirituellen Communities, dass da gesellschaftliche Verhältnisse reproduziert werden. Und ich denke, das liegt auch daran, dass man dann einfach sagt, ja, ich habe die Intuition, und die Intuition, die ist eigentlich immer richtig, also ich höre einfach nur auf meine Intuition. Und wenn dann Vorurteile rauskommen, Sexismus, Rassismus und so weiter, dann gehört das halt zur Intuition, dann ist das schon richtig. Dann wird es einfach nicht hinterfragt, dann wird es auch gar nicht bemerkt. Dann baut man daraus vielleicht sogar Theorien, kosmische Theorien von Geschlechtsunterschieden oder eben auch von Rassenunterschieden, wie wir das durchaus in der Literatur vorfinden. Und das findet sich dann eben auch in solchen Communities wieder durch das Aufleben von Hierarchien, von Gewalt, auch versteckter Gewalt, auch innerhalb von Familien, gegen Kinder. Und da kann man sich dann schon fragen, wie spirituell entwickelt sind diese Personen eigentlich, wenn das alles reproduziert wird. Und was ist aber der Grund dafür, dass das reproduziert wird? Sicher ist in der Esoterik-Szene nicht alles perfekt, aber schwarze Schafe gibt es doch überall. Schauen wir uns doch nur mal die Wissenschaften an. Ja, da haben wir Ideologien, da haben wir Kapitalismus, Studien, die nur durchgeführt werden, weil es sich finanziell lohnt. Stichwort Pharmaindustrie. Wissenschaftlichkeit, das ist doch eine neue, moderne, religiöse Floskel. Da werden Leute diskreditiert, weil sie unwissenschaftlich genannt werden. Da haben wir auch eine Streitkultur. Ich meine, in der Esoterik-Szene gibt es bunte Festivals mit Tausenden von Menschen, die mit einer so großen Suche nach dem inneren Reichtum und der gegenseitigen Bereicherung. Und was haben wir in den Wissenschaften? Bei den Skeptikern, da gibt es dann staubtrockene Kongresse, wo mit irgendwelchen Fachworten um sich geworfen wird, um auch zu verdecken, um dem Normalbürger den Anschein zu geben, hier geht es um irgendwas Tiefgründiges, aber eigentlich ist es nur leeres Gerede. Da haben wir dann Diskussionen, die sich um irgendwelche Logik-Spielchen drehen, wer am besten argumentieren kann. Aber wo ist hier die Wärme, wo ist hier vor allem die Suche nach dem Inneren, nach der tiefen Einsicht, nach der Selbsterkenntnis? Anfangen braucht man gar nicht erst mit der Psychiatrie, wo dann alles, was irgendwie der normalen Wahrnehmung nicht mehr entspricht, pathologisiert wird und mit Medikamenten vollgestopft wird. Was ist das für eine Kultur? Das ist eine schöne neue Welt der Aufklärung. Ich träume von einer Welt, in der wir gemeinsam wieder Abenteuer erleben können, wieder staunen können über das, was da ist, und nicht so tun müssen, als würde es da irgendwelche anderen Sphären,
Feen, Quantentelepathie, was auch immer geben, damit die langweilige Welt irgendwie aufgewertet wird, diese Kindlichkeit wieder zu gewinnen. Dazu müssen wir uns auch fragen, wie wir sie verloren haben. Und dazu müssen wir uns auch mit der Kindheit beschäftigen und nicht mit vergangenen Leben, die wir uns einbilden oder mit, was weiß ich, irgendwelchen anderen Sphären. Abenteuer haben wir hier. Die Wirklichkeit ist ein Abenteuer. Das brauchen wir nicht, das Abenteuer, das wir uns einbilden im Traum. Klar, Träume sind auch geil, aber können wir akzeptieren, Träume sind Träume. Und als solche sind sie auch geil. Und wir können auch einfach nicht die politische oder die gesellschaftliche Ebene ausklammern und sagen, ja, wir machen da unsere Selbsterforschung. Wir müssen halt auch die Gesellschaft verändern. Weil, guck dir einfach mal an, Vollzeitarbeit, vor allem wenn das gar keinen Spaß macht und schlecht bezahlt ist, wo hast du dann noch die Energie und die Zeit, dich mit dir selbst zu beschäftigen? Und natürlich müssen wir die Wissenschaft auch von den wirtschaftlichen Interessen irgendwie abkoppeln, aber das, was schon existiert an der Wissenschaft, das ist ja schon mal brauchbar und die Menschen haben gar keine Ahnung von wissenschaftlichem Denken. In der Schule wird das nicht gelernt, auch an den Unis wird das nicht richtig gelernt, selbst Wissenschaftler können nicht richtig wissenschaftlich denken teilweise. Also da geht einiges schief. Ganz grundsätzlich haben wir Hierarchien, Vorurteile, Gewalt, Konsum und das alles zerstört uns, unsere Lebensgrundlage, unsere Freiheit und das kriegen wir auch nicht weg, wenn wir uns einfach nur einbilden, wir könnten unseren Körper verlassen. Wir brauchen Analysen, wir müssen untersuchen, wie das zustande kommt und dann müssen wir auch gemeinsam daran arbeiten, das zu ändern. Da gibt es sicherlich unzählige Möglichkeiten, irgendwelche Workshops zum Beispiel zu machen. Was wir brauchen, ist ja eine Kultur, Freundschaftskreise, in denen wir zusammen über unsere Träume reden können, über alles, was uns bewegt, in denen wir uns zuhören, in denen wir uns ernst nehmen und uns inspirieren. Und da kann man durchaus auch ein therapeutisches Potenzial sehen in solchen Gruppen und in so einer Art, sagen wir mal, Gegenkultur. Und dieses Verwirklichen, da müssen wir weit über das hinausgehen, was wir derzeit mit Therapien anbieten können. Da muss man sich halt auch gegenseitig reflektieren und spiegeln. Und dann muss man sich auch kritisch hinterfragen. Da kann man nicht einfach nur sagen, wir leben hier in einem Kosmos aus Liebe. Alles Liebe, alles verbunden und Krishna, Hare, Rama und so weiter. Das brauchen wir nicht. Das macht alles, das verlangsamt alles. Ich will diese Gegenkultur haben. Und ich frage mich, warum das nicht der Fall ist und warum zum Beispiel Intuition oder Rationalität als Gegensätze verstanden werden. Was ist denn Rationalität ohne die emotionale Grundlage und was ist Intuition, wenn man sie nicht wirklich kritisch hinterfragt? Wir brauchen zwar eine Kindlichkeit wieder, aber nicht dieses kindlich-naive Wunschdenken, nachdem uns einfach alles real erscheint, was wir halt gerne so hätten oder was wir uns aus Ängsten einbilden. Aber kommt mit mir, kommt ins Zauberland, wo es keine Feen gibt, sondern nur nervige Fliegen, die ganze Zeit um den Kopf rumfliegen. Oh Mann, wir könnten so viel machen. Wir könnten so viel machen. Okay, das war's, fertig! Ja, ist einfach überall. Amitabha. Schon wieder eine Zecke. Ist das schön hier, ne? Schön. Es ist echt schön. Guck dir mal das Wasser an. Wie geil. Du siehst es ja gar nicht. Da. Oh, mit die Hand. Bam, 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 bam.